Beim Einsatz von Filtern auf einem Kameraobjektiv fragt man sich oft, was bringt das eigentlich? Was ist überhaupt ein ND-Filter? Was ist denn eigentlich ein Polfilter? Von was redet die überhaupt? Wo ist der Unterschied? Und was genau kann ich damit machen? In diesem Video beantworte ich genau die Fragen, die ich mir damals auch gestellt habe. Hallo, mein Name ist Alex. Ich mache Vlogs, cinematische Videos zu den Themen Fotografie, Videografie und Drohnen und sonst was man halt so taugt. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Der ND-Filter ist im Grunde ein Graufilter. ND steht dabei für Neutral Density oder Neutraldichte, also im Grunde ein Neutraldichte-Filter. ND-Filter sind im Grunde schwarze oder graue Scheiben, die es in unterschiedlichen Stärken gibt. Diese Filter reduzieren grundlegend einmal die Lichtstärke, die durchs Objektiv eintritt und auf den Sensor trifft. Meistens findet ihr die Bezeichnungen ND2, ND4, ND8, ND16 oder viel höher. Ja, die Zahl entspricht dabei dem Verlängerungsfaktor der Verschlusszeit. Auf jeden Fall wird mit der Zahl nach dem Kürzel die Stärke der Reduzierung des Lichts angegeben. Ein kleiner Merktipp ist allerdings, dass mit einem Verlängerungsfaktor von 2 eine Blendenstufe reduziert wird. Mit einem Verlängerungsfaktor von 4 sind es dann schon 2 Blendenstufen, mit einem Verlängerungsfaktor von 8 sind es dann schon 3 Blendenstufen und mit einem Verlängerungsfaktor von 16 sind es dann schon ganze 4 Blendenstufen. Je höher die Zahl, desto weniger Licht kommt durchs Objektiv. Und wer nicht immer unterschiedliche ND-Filter mit sich führen möchte oder mit sich tragen möchte, weil es geht ja immer nur einer auf die Kamera oder aufs Kameraobjektiv, der greift zu einem variablen Drehfilter. Das heißt, ich kann hier durch Drehung gar einmal die Lichtstärke, den Lichtdurchlass regulieren. Ich persönlich ziehe es vor, mit nur einem Filter umherzuziehen, weil ich brauche nur einen Filter mitnehmen, ich drehe ein bisschen rum und fertig. Allerdings gibt es was der ND-Filter nicht regeln kann. Stellt euch vor, ihr wollt ein Glas oder ein Gewässer fotografieren und habt diese unerwünschten Spiegelungen von Bäumen oder von Himmel oder einfach diese Lichtreflexionen. Ja, da hilft euch aber auch nicht der ND-Filter weiter. Aber zum Glück gibt es ja noch den Polfilter. Polfilter, auch Polarisationsfilter, ist ein Polarisator, der komplementär polarisiertes Licht absorbiert. Um das zu verstehen, ist es wichtig, dass man weiß, dass Licht das sichtbare Spektrum elektromagnetischer Strahlung ist und das sich wellenförmig fortbewegt. Diese Ausbreitung der Wellen passiert dabei in Schwingungen in unterschiedliche Richtungen und in unterschiedlichen Frequenzen. Lässt sich Licht nicht einer bestimmten Schwingungsebene zuordnen, spricht man von unpolarisiertem Licht. Aber eigentlich meint man dabei stinknormales Tageslicht. Polfilter machen sich dabei die Schwingungseigenschaften von Licht zunutze, indem sie eine Schwingungsrichtung durchlassen und die um 90 Grad gedrehte filtern und absorbieren. Diese Art von Filter wird dazu verwendet, um unerwünschte Spiegelungen und Reflexionen von nicht-metallischen Gegenständen zu unterdrücken oder herauszufiltern. Ihr solltet aber wissen, dass der Polfilter auch das Licht reduziert. Zwar nicht so viel wie ein ND-Filter, also wie ein ND-Filter der Stufe 8, aber immerhin. Hier noch ein paar Dinge, die ihr über Polfilter wissen solltet. Es gibt lineare Polfilter und zirkulare Polfilter. Fürs Fotografieren und Filmen wird jedoch meistens ein zirkularer Polarisationsfilter verwendet. Eine nette Eigenschaft von dem Polfilter ist, dass die Grünwiedergabe von Gräsern und Pflanzen und Gras einfach erhöht wird, weil gewisse Blaureflexionen vom Himmel
unterdrückt werden. Auch das Blau eines Himmels ist teilweise polarisiert. Mit Hilfe des Polarisationsfilters kann ein Teil des hellen Himmels zurückgehalten werden, sodass der Himmel dann teilweise kräftiger und bläulicher erscheint. Weiße Wolken sind dadurch auch wesentlich deutlicher vor dem blauen Himmel zu erkennen. Dieser Effekt tritt besonders stark im 90-Grad-Winkel zur Sonne auf, bei anderen Winkelgraden geringer bis gar nicht. Und am deutlichsten sieht man das natürlich beim Fotografieren mit einem extremen Weitwinkelobjektiv. Ja, da ich mir eine neue Kamera gekauft habe und natürlich die neue Kamera auch ein neues Objektiv gebraucht hat, mit einem anderen Durchmesser, musste ich mir auch den ND-Filter nachbestellen. Ich habe mir hierfür einen 72 mm ND-Filter besorgt, weil das Objektiv, was ich habe, ist 72 mm, einen 72 mm Polarisationsfilter. Wie ihr seht, wenn ich da drehe, passiert hier im Studio gar nichts. Und ich habe letztes Jahr einen Vergleich gemacht zwischen einem teuren, den Hoya, und einem günstigeren ND-Filter von der Marke Tzume. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin der Marke Tzume noch immer treu geblieben, hat mich nie im Stich gelassen. Und deswegen habe ich mir die einfach nachgekauft. Und nicht nur das, ich habe noch ein paar mehr, wer es braucht. Ja, kurz zu den Preisen. Der ND-Filter hat mich etwa 30 € auf Amazon gekostet von der Marke Tzume und der Polarisationsfilter Polfilter hat mich 22 € auf Amazon gekostet, ebenfalls von der Marke Tzume. Ich möchte noch sagen, die Marke Tzume habe ich hier nicht gesponsert. Ich habe mir die einfach selber gekauft, weil ich sie sehr sinnvoll finde und weil ich es auch mag. Du schraubst das Objektiv drauf und der Objektivdeckel passt immer noch vorne drauf. Noch Fragen? Dann ab damit unterhalb vom Video in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen gebt, also ein Gefällt mir. Wenn ihr das Video kommentiert, teilt und könnt mich gerne wieder besuchen, beziehungsweise vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.